Festbettkläranlagen zählen zu den sogenannten Biofilmverfahren, bei denen die Bakterien auf einem Trägermaterial anhaften, wie hier auf fest in den Bioreaktor eingebauten Aufwuchskörpern aus Kunststoff. Diese Anlagen sind in der Regel schwerkraftdurchflossen, das heißt, wenn vorne 50 Liter reinfließen, fließen hinten 50 Liter im freien Gefälle wieder heraus. Das Verfahren ist recht zuverlässig und bringt auch noch gute Reinigungswirkung bei Unterlast, das heißt, wenn wenig Wasser in die Kläranlage kommt. Schlechter wird es allerdings bei Überlast, das heißt, wenn viel Abwasser in die Anlage kommt, bleibt nicht genügend Zeit, um das Abwasser befriedigend zu reinigen. Festbett-Kleinkläranlagen benötigen typischerweise 3 Kammern bzw. 3 Tanks. Das sind zum einen die unbelüftete Vorklärung, in welchem sich Feststoffe absetzen, und das Überlaufwasser läuft dann in den belüfteten Bioreaktor, wo die Bakterien auf den Festbettplastikröhren oder Waben aufwachsen. Anschließend läuft das Wasser in die 3. Kammer, die Nachklärung, wo sich nochmal Bioflocken und Feststoffe absetzen. Durch die Verwendung von mindestens 3 Kammern sind diese Kläranlagen im Vergleich zu modernen Systemen eher groß. Das Festbett, welches in großen Blöcken im Bioreaktor sitzt, ist ständig unter Wasser getaucht und muss überall durch die darunter liegenden Belüfter mit Luft durchströmt werden. Die sich darauf bildenden Bakterien benötigen den Sauerstoff der Luft, und die Durchströmung soll verhindern, dass die Aufwuchskörper zuwachsen und verstopfen. Nachteile sind, dass man regelmäßig das Festbett reinigen muss und es ein großes Problem darstellt, die darunter liegenden Belüfter auszutauschen. Die Belüfter haben eine begrenzte Lebensdauer von ca. 7 Jahren. Muss man dann das Festbett rausholen, kann es schnell zu einer Baustelle werden, wenn man den darüber liegenden Konus ausbauen muss, weil die Blöcke nicht durch das Mannloch passen. Die im Bioreaktor ständig wachsende und überschüssige Biomasse löst sich immer wieder vom Festbett ab und wird dann in die Nachklärkammer gespült, wo sich die meisten Flocken absetzen. Dieser sich am Boden bildende Schlamm wird dann in der Regel mit einer Pumpe oder einem Heber in die Vorklärung befördert. Durch die fehlende Schlammbehandlung in der Vorklärung und das Rückführen von Nachklärschlamm weist dieses Verfahren eine eher hohe Schlammentsorgungshäufigkeit auf, was weitere regelmäßige Folgekosten verursacht. Durch die Notwendigkeit, den Bioreaktor viel zu durchmischen, ist der Stromverbrauch bei dieser Anlage eher hoch. Zusammenfassend lässt sich für Festbett-Kleinkläranlagen sagen, dass wir hier ein zuverlässiges Verfahren haben, welches in der Regel ohne elektrische Bauteile in der Anlage auskommt. Die Anlagen sind schwerkraftdurchflossen und arbeiten auch bei Unterlast recht gut. Bei Überlast werden schnell Feststoffe ausgetrieben, welche bei Verwendung einer Versickerung leicht zu kostspieligen Problemen führen können. Zudem werden bei dem Verfahren viele Kammern und Bauteile eingesetzt, welche schwer zu warten und zu reparieren sind. Wenn man die erhöhten Kosten für Strom- und Schlammentsorgung betrachtet, schneidet dieses System aus meiner Sicht weder bei den Investitionskosten, den Einbaukosten noch bei den Folgekosten besonders gut ab. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, dann sehen Sie sich das Video zur vollbelüfteten Kleinkläranlage an, welches ich Ihnen hier verlinkt habe. Oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin.